Wer weiß. Vielleicht habe ich bald genug von einem Mann, der es nicht mehr mit dem Brandners aufnehmen kann. Nicht mit den Brandners aufnehmen. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Und eines Tages, da wirst du sowieso die weltberühmteste Modedesignerin sein. Und die Typen, ey, die werden Schlange stehen bei dir. So gefällst du mir schon viel besser. Hm? Was war das denn? Oh Gott, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Hey, Rebecca. Hallo, ich habe das nicht als Heiratsantrag verstanden. Also schwamm drüber, okay? Oh, hey, neue beiden. Hi. Oh, da komme ich ja genau richtig. Zur Modenschau. Ja, keine Sekunde zu früh. Wie war die Nachuntersuchung? Alles im grünen Bereich, aber das erzähle ich dir später. Ja, ich wollte eh gerade weg. Also, Was? Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Jetzt zeigt ihr mir erstmal, was ihr alles gekauft habt. also eigentlich ist das ganze Zeug nur... Es ist nur... Zur Auswahl. Ja, genau, zur Auswahl. Ja und? Dann wirst du das jetzt alles mal anprobieren und wir entscheiden, was du behältst und was nicht. Ich habe mich schon entschieden. Na und? Nach meiner Expertenmeinung entscheidest du dich bestimmt noch mal um. Also, was haben wir denn hier? Hä? Hier. Ah, oi. Ausgerechnet mit deinem Bruder passiert mir sowas. Ansgar macht sich einfach mal wieder wichtig. Ignoriere ihn einfach. Das kann ich nicht. Ich habe den Anzug und die Zigarren einfach vergessen. Und das geht nicht. Carla, bitte. Was denn? Ich will nur deine Bluse richtig knöpfen. Ach so. Danke. Weißt du, wo der andere ist? Schuh? Mhm. So Mist, ich habe echt keine Zeit. Also auch zum Schluss, ja? Graf Arroganz kriegt seinen Anzug. Hm? Und zwar dringend. Haben Sie denn Erfahrung mit der Baubehörde? Da sitzt nämlich ein Drache, der hat mehr Haare auf den Zähnen als auf den Unterarmen. Ja, auch da habe ich Erfahrung. Kein Problem. Der Rest ist für dich, Schätzchen. 5 €. So großzügig heute. Ja, stimmt eigentlich. Ja, damit. Welche Sprachen können das? Ja, Englisch, Französisch, Nathalie, Spanisch. na, wie geht's im Bauarbeiterbiotop? Eifersüchtig? Ach, Nathalie, worauf denn? Oh, Ansgar. Davon ist nicht viel hängen geblieben. Das ist ja interessant. Hör zu, ich weiß, dass du nicht die beste Meinung von mir hast, aber auch wenn du dir einredest, dass ich dir gleichgültig bin, du bist mir noch lange nicht gleichgültig, also sieh dich vor. Ich rede mir das nicht ein. Du bist mir egal. Und zwar vollkommen. Und jetzt muss ich weiter. Moment mal, Das Leidenschaft dabei. der Blaumann kann noch ein bisschen warten. Weißt du, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich befürchte, dass er sich übernimmt. Das Ökoprojekt. Das Kind von Sebastian, das eigentlich aufs Schloss gehört. So, Christina, sowas hören wir uns nicht an. Hm? Ey, warte. Glaub mir, die Geschichte mit dir und dem Bauarbeiter geht nicht lange gut. Ach ja, was macht dich da so sicher? Das ist doch ganz einfach. Weil ich es verhindern werde. Ich werde es nicht zulassen. Niemals. Ach, du machst dich lächerlich. Ah, la la. Aber das hier, das willst du doch behalten, oder? Nein, das auch nicht. Du kannst das doch nicht alles zurückgeben. Hey, das ist ja wohl Ihre Sache. Danke, ich gehe jetzt besser. Und was mit der hier? Ja, die kommt auch noch mit. Okay, das war ein Geschenk. Ja, lass mal lieber die. Guck mal, die steht mir doch gar nicht. Och,
Finde ich aber schon. Siehst du? Ja, aber dann gebe ich dir wenigstens das Geld. Olli, bitte, das ist schon in Ordnung. Okay, dann. Dankeschön. Das wird schon alles. Sicher. Ciao. Tschüss. Olli, was ist mit der los? Der Anzug muss sofort aufgebügelt und dann auf die Suite vom Grafen gebracht werden. Graf Lahnstein, Entschuldigung, es wird nicht wieder vorkommen. Ja. Ihr Anzug wird gleich in Ihren Räumen sein. Die Zigarren sind ebenfalls da. Oh, wie schön. Die Zigarren waren für einen Geschäftsfreund bestimmt, den ich zu Mittag getroffen habe. Leider mit leeren Händen. Ich kann nur wiederholen, Ja, wie- bitte. Das macht's nicht besser, ja? Vielleicht verwenden Sie ja mal einen Teil Ihrer Fantasie darauf, mich zufriedenzustellen. Und nicht nur immer meine Schwester. Also diese Referenzen von Frau Holz sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber wie du vielleicht auch weißt, sagen Referenzen nicht alles. Wichtig sind Erfahrungen und Kontakte, die sie hat. Dazu die sogenannten Soft Skills. Aber ohne gute Soft Skills bekommt man auch keine guten Referenzen. Der Konsens ist doch, Frau Holz hat einen kompetenten Eindruck gemacht. Oder hat jemand eine andere Meinung? Nein, überhaupt nicht. Ja gut, dann kommen wir der Sache ja schon näher. Was spricht gegen Ihre Einstellung? Na, zum Beispiel müsste ein zusätzliches Gehalt bezahlt werden. Nur damit er das nicht übersieht und zu kurz denkt. Ich versuche in meinen Überlegungen alles Erdenkliche zu berücksichtigen, auch wenn ihm das Ergebnis manchmal nicht gefällt. Alles Erdenkliche, wie zum Beispiel seiner Tochter Lydia, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Vaterschaftstest vorzugaukeln. Moment, kann ich mal erfahren, um was es hier geht? Um die Familie oder um die Firma? Kann Brandner Bau sich Frau Holz leisten? Ja. Sicher, sicher. Ja gut, dann muss sie jetzt nur noch jemand anrufen, um ihr die gute Nachricht mitzuteilen. Freiwillige? Klar bleibt es an mir hängen. Mann, das war eine schwere Geburt. Man stellt ja nicht jeden Tag neue Leute ein. Guten Tag, Frau Holz. Hier ist Arno Brandner. Und schon mal gar nicht so attraktive wie Frau Holz. Nee, hast recht. Wie? Nicht eifersüchtig? Also wenn das ein Versuch war, dann war er erbärmlich. Schade. Ja, richtig. Dieses Öko-Projekt von Brandner Bau. Wir haben doch davon gesprochen. Ja. Kleiner Tipp von mir, weil du bei der Baubehörde bist. Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass da verschiedene Auflagen nicht eingehalten werden. Ja, so EU-Öko-Richtlinien, Brandschutz und sowas. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich dachte mir, das könnte dich vielleicht interessieren. Ja, gerne. Ja, bis bald. Du siehst so zufrieden aus. Ein lukratives Geschäft? Wenn du so willst. Schwesterchen. Hier, die Zigarren für deinen Geschäftspartner. Was für ein Zufall, dass er genau dein Format raucht, was? Tja, es gibt eben offensichtlich noch andere Leute mit Geschmack. Du überlegst dir in Zukunft besser, wen du schikanierst. Ist das klar? Schwesterchen, ich finde es in jedem Fall nett von dir, dass du unseren Bediensteten die Arbeit abnimmst. Ja, obwohl, du sorgst ja auch dafür, dass sie ihren Pflichten nicht nachkommen können. Jeder nach seinem Geschmack? Ach, und um ehrlich zu sein, mein Neid auf euer Liebesleben hält sich wahrlich in Grenzen. Ich meine, ich bin ja liberal. Und die Gräfin ist ja auch eine schöne Frau. Aber was die alles so anstellen, also nee. Könnten Sie Ihre Aufmerksamkeit etwas mehr auf die Vorbereitung zum Tee richten? Spricht selber schon wie eine halbe Gräfin. Frau Mann, in meinem Badezimmer tropft der Wasserhahn. Könnten Sie bitte einen Klempner beauftragen? Aber natürlich, ich kümmere mich sofort darum. Nichts anderes habe ich erwartet. Ach ja, Carla hat mir schon erzählt, dass Sie
so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen wollen. Das ist doch schön. Aber nicht immer leicht. Carla und ich, wir stehen hinter Ihnen. Nehmen Sie sich Ansgars Unverschämtheiten nicht so sehr zu Herzen. Carla hat ihm deutlich gemacht, dass er so mit Ihnen nicht umgehen kann. Na dann. Sie nimmt sich Tüten voller Sachen zur Auswahl mit und gibt alles wieder zurück. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, oder? Sie war eben mit nichts wirklich zufrieden. Na und? Normal wird sie den Fummel doch auch behalten. Naja, sie macht eine schwierige Phase durch. Ist orientierungslos, hat gerade ihren Job gekündigt. Warum macht sie das? Ja, warum wohl? Weil sie damit nicht mehr zufrieden war, will was Neues machen. Oh, und was? Ja, gute Frage. Ach, willkommen im Club, ne? Eben. Und dazu kommt noch, dass sie sich total einsam fühlt. Ja, Olli, das ist ja wohl nicht so schlimm. Das hat wohl jeder mal, oder? Ja, immerhin so schlimm, dass sie mich geküsst hat. Was? Wie, sie hat dich geküsst? Hey, das war die reine Verzweiflung. Ach so, ja, was denn sonst? Christian, mir tut sie einfach leid. Rebecca ist ein lieber Mensch und sie ist total großzügig. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen dieser Sonnenbrille. Mann, sowas hat sie einfach nicht verdient. Und deswegen müssen wir jetzt auch irgendwas unternehmen, damit sie sich nicht wieder völlig sinnlos diesem Frustshopping hingibt. Ah, und? Hat der Sozialarbeiter denn schon einen Plan? Schön wär's. Olli, du bist einfach zu gut für diese Welt. Hey. Frau Holz, es reicht doch, wenn Sie erst morgen anfangen. Das weiß ich. Aber ich habe was Dringendes, was ich Ihnen sagen muss. Ja, bitte kommen Sie doch rein. Hallo. Hallo, Frau Holz. Können wir Ihnen was zu trinken anbieten? Danke, ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Dann setzen Sie sich doch erst mal. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich ganz gute Kontakte zur Baubehörde habe. Was sehr, sehr wichtig ist. Und wie? Ein Freund, der da arbeitet, hat mir nämlich gesteckt, dass jemand Ihr Öko-Bauprojekt angeschwärzt hat. Von wegen Brandschutzauflagen nicht einhalten und solche Dinge. Das ist doch Blödsinn. Davon gehe ich aus. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Wenn einen so eine Behörde mal auf dem Kieker hat, dann werfen die einem nur Steine in den Weg. Oh ja, Prüfungen ohne Ende. Bauverzögerung, möglicherweise Baustopp auch. Das wird bei uns nicht passieren. Wir arbeiten korrekt und das können wir auch nachweisen. Sicher. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Wir sind Ihnen auch sehr dankbar dafür. Fragt sich nur, wer Interesse hat, uns schaden zu wollen. Fällt mir nur einer ein. Ansgar. Was hältst du davon? Die Konferenz der Vertriebsabteilung am Dienstag? Aber erst nachmittags. Ich habe am Vormittag 2 Termine, die kann ich nicht verschieben. Okay, dann machen wir die Sitzung der Werbeabteilung am Mittwoch. Mhm. Außer natürlich, unser lieber Ansgar boykottiert mal wieder alles. Oh ja. Ich hoffe auch, er mischt sich da nicht noch ein. Mir graut vor seinen selbstherrlichen Auftritten. Die Leute sind total verunsichert. Ja, aber genau da müssen wir in den Abteilungskonferenzen entgegenwirken. Hm? Also manchmal beneide ich dich um deine Gelassenheit. Mir geht's im Moment viel zu gut. Das lasse ich mir von Ansgar nicht vermiesen. Ja. Hallo. Kann ich Sie beide kurz sprechen? Ich habe lange und gründlich darüber nachgedacht und ich arbeite wirklich gerne hier. Aber da es nicht möglich ist, Arbeit und Privatleben miteinander zu vereinbaren und ich vermeiden möchte, dass das eine unter dem anderen leidet, möchte ich meine Stellung hier kündigen. Das ist nicht dein Ernst? Ich bitte um Verständnis. Aber das ist die einzige Lösung. Vielen Dank für alles. Sie haben wirklich einen wunderschönen Laden. Sehr gerne, Frau Gräfin, jederzeit. Ich bedanke mich herzlich. Wo darf ich die Rechnung hinschicken? Ah, die Rechnung. Ja, schicken Sie die einfach auf Schloss Königsbrunn. Ja, vielen Dank. Eine gute Heimreise wünsche ich. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
Fernübertragung. Ja, ich bin zu Hause. Die Tür aufmachen? Aber warum? Darum. Hast du mich vermisst, Judith? Überleg dir gut, was du sagst. Ich brauche eine ehrliche Antwort. Ja, schon. Also ich gerade noch an dich gedacht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wofür? Um dir das hier zu geben. 64 Dean Street, London. Unsere gemeinsame Wohnung mitten in Soho. Judith, ich habe gemerkt, wie sehr ich dich liebe und dass ich ohne dich einfach nicht mehr leben kann. Ach so. Ich weiß, als wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben, da hast du gemerkt, dass du nicht mehr in mich verliebt bist. Aber ich habe gedacht, wir sollten das vielleicht noch mal überprüfen. Vorsichtshalber. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwas ändern würde. Aber genau darum ja. Wir haben nicht ewig Zeit. Düsseldorf Heathrow, 20:50 Uhr heute Abend. Aber ich kann doch nicht einfach so Hals über Kopf nach London abhauen. Das geht doch gar nicht. Packen Sie das ein. Ich werde es der Fürstin zukommen lassen. Kann ich dich kurz sprechen? Natürlich. Du hast mir und Elisabeth gerade einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Das tut mir leid, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich schon. Elisabeth und ich haben beschlossen, dass wir deine Kündigung nicht akzeptieren werden. Carla, ich sitze immer zwischen allen Stühlen. Ich bin hier Bedienstete und mit dir zusammen. Ich ertrage das nicht auf Dauer, wenn immer alle ihre Köpfe zusammenstecken und über uns tuscheln. Aber Stella, du bist die beste Verwalterin, die wir je hatten. Ja, und was ist mit deinem Bruder? Für ihn bin ich doch die ideale Angriffsfläche. Lass Ansgar meine Sorge sein, ja? Und jetzt hör mir mal zu. Wir werden jetzt eine Vereinbarung treffen, die uns erlaubt, dass wir beruflich und privat miteinander umgehen können. Carla, das ist doch kindisch. Ich kann mir einfach nicht erlauben, auf dich zu verzichten. Weder beruflich noch privat. Und deshalb werden wir jetzt Regeln aufschreiben und uns dran halten. Irgendwelche Vorschläge? Dann werde ich mich wohl von London aus verabschieden müssen. Geht ja auch nicht anders, wenn man so entführt wird. Genau so was gedacht. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich Nein gesagt hätte? Hatte ich so einen Schiss vor, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber da musste ich durch. Ich hätte sonst mein Leben lang bereut. Los geht's. Siehst du nicht, dass du hast? Hey, Konstantin. Was geht denn hier? Romantischer Kurzurlaub? Bisschen länger schon. Und wohin? London. Okay, und wie lange? Wenn es gut geht, für eine ganze Weile. Nee. Ihr wollt zusammenziehen? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ihr habt die Aufgabe, das den anderen zu sagen. Ja, was ist mit deinem Studium? Das habe ich mir alles noch nicht so überlegt. Das kann ich auch von London aus. Mach's gut. Du auch. Wissen wir die anderen? Viel Glück. Hören Sie, es ist aber dringend. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ohne Termin ist da nichts zu machen. Ah,
Hat sich schon erledigt. Trotzdem Dankeschön. Was wollen Sie denn hier? Ihr Gesicht sehen, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Versuche, uns zu schaden, jämmerlich gescheitert sind. Sagen Sie, müsste ich wissen, wovon Sie reden? Ihre Versuche, unsere Firma bei der Baubehörde anzuschwärzen, waren ziemlich leicht zu durchschauen. Sagen Sie mal, für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Na, da wollen Sie doch jetzt sicherlich keine ehrliche Antwort, oder? Wenn Sie uns reinlegen wollen, dann müssen Sie das nächste Mal ein bisschen kreativer sein. Schönen Tag noch. Was für eine Glanzleistung, Ansgar. Vor allem bei offiziellen Anlässen muss klar sein, ob ich als Schlossverwalterin auftrete oder als die Frau an deiner Seite. Sonst noch was? Keine Intimavancen innerhalb der Schlossräume. Echt? Ja, schon gut. Zufrieden? Dann ist jetzt alles klar, ja? Du ziehst deine Kündigung zurück? Wenn wir uns streng dran halten, Job und Privatleben sauber trennen. Ja. Gott sei Dank. Paragraph 7. Keine Avancen in den Schlossräumen. Da fällt mir ein, der Trakt, der gehört gar nicht zum Schloss, weil der wurde viel später dazugebaut. Dann müssen wir das anders formulieren. Können wir das auf später verschieben? Scheint hier alles nach Plan gelaufen zu sein. Sehr schön. Genau die Unterlagen, die ich gebraucht habe. Eine kleine Erfolgsprämie für Ihre ersten Bemühungen ist inklusive. Unsere Finte scheint Sie bei Brandneubau ja gut eingeführt zu haben. Sie fressen mir sozusagen aus der Hand. Prächtig. Dann können wir uns jetzt ja zurücklehnen und zuschauen, wie Brandneubau untergeht.